Salatsoße. Was? Wo bin ich? Oh, was macht ihr schon hier? Hallöchen, moin. Habe ich schon auf Aufnahme gedrückt? Muss ich wohl eingeschlafen sein. Einen ganz komischen Traum gerade gehabt. Ich hatte irgendwie geträumt, was ich machen würde mit jemandem, der Pilze auflädt, ohne den Creator Code dort zu verwenden. Das war ein ganz mieses Ding. Da wurde ich aber auch ein bisschen zornig, muss ich sagen. Ja, zum Glück passiert ja sowas nicht. Ja, da braucht ihr ja auch dann keine Angst haben. Ja, herzlich willkommen zu dieser wundervollen Show-Einlage hier, zu Halloween. Ja, ich hoffe, ihr habt gut reingefunden in den letzten Tag des Halloween-Events. Ja, danach sind ja die schönen Tage vorbei und ich glaube, die Nebelansicht wird dann auch wieder verschwinden, leider. Ich habe sie gut nutzen können und ja, viele coole Event-Tage gehabt, haben schön Skillpunkte gesammelt und es war ja auch Hexen-Event, beziehungsweise ist ja auch immer noch und man kann alle Sachen schön direkt verkaufen. Und gestern natürlich die Events, hier die Wochen-Events habe ich auch schon direkt abgeholt, also die haben schon echt gut reingeknallt, muss ich mal so sagen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt weiter rein hier in die Folge. Ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich immer so an Halloween früher, noch damals, als man von Haustür zu Haustür gezogen ist. So als kleiner Butschi und überall dann geklingelt hat. Man hat sich so verkleidet und ja, hat überall nach Süßem oder Saurem gefragt. War echt eine coole Zeit gewesen. Ja, man hat auch viel Unfug getrieben damals. Da kann ich mich auch nicht ganz freisprechen, sag ich mal so, wie es ist. Ne? Also da ist schon mal... Ja, da wurde schon mal die Tube Zahnpasta mal mitgenommen. Und falls jemand irgendwie was Gesundes an der Tür geschenkt hatte oder gar nichts geschenkt, ja, dann wurde auch mal, ich meine, das ist jetzt schon verjährt, ne? Dann wurde auch mal die Zahnpasta auf die Klinke geschmiert und mit Klopapier dann daran befestigt, ja. Ganz böse Buben waren wir damals gewesen. Aber war schon eine lustige Zeit auf jeden Fall. Eine unbeschwertere Zeit, ja, wo man noch nicht so viele Pflichten hatte, so wie heutzutage. Und irgendwie war, naja, auch wenn ich noch nicht das Alter erreicht habe, aber irgendwie war früher alles besser. Ja, schreibt es mir mal sehr gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Was ist so eure Erinnerung an Halloween, an, ja, die dunkle Jahreszeit, die jetzt so langsam bald wieder einkehrt in Deutschland. Ich persönlich mag ja die Jahreszeit sehr gerne. Ich bin ja sowieso, weiß ja vielleicht der ein oder andere, ein sehr nachtaktiver Mensch. Ich glaube, ein Großteil der Shakes & Fidget Spieler ist tatsächlich auch nachtaktiv. So. Also dadurch, dass die Alu ja auch immer um 0 Uhr resettet wird, war es bei mir zumindest schon sehr häufig der Fall, dass man halt eben nach 0 Uhr direkt auch noch weiter spielt. Und das ging dann halt früher, auch damals, ging es dann halt auch wirklich immer so lange. Da gab es noch keine Zeituhren, beziehungsweise Sanduhren. Da hat man dann noch so die ganze Zeit dann einfach so gezockt. Und dann war man irgendwann nachher so kurz vor 4, Richtung 5 war man dann durch mit seiner Alu. Und um 4 Uhr war dann immer bei mir dann so das Signal Schicht im Schacht, weil um 4 Uhr, vielleicht kann sich da noch der eine oder andere erinnern, war früher immer die Serverwartung gewesen. Und da war dann Shakes & Fidget für, ja, ich weiß nicht, ein paar Minuten jede Nacht um 4 Uhr morgens für, ja, so 10 Minuten oder so offline. Und da war dann immer so für mich der Zeitpunkt, okay, jetzt wird es mal langsam Zeit, dass du ins Bett gehst. So, ne? Heutzutage ist bei mir, ja, heute ist hauptsächlich Nachtschicht, was ich mache, und dann wird es jetzt auch, wie jetzt zum Beispiel jetzt 9 Uhr morgens und manchmal dann auch 10, 11, 12, bevor ich dann erst pennen gehe und dann bis abends um 20 Uhr dann wach bin. Naja, auf jeden Fall
Nachtmensch durch und durch. Gefällt mir aber auch nicht schwer, muss ich sagen. Es ist schon mein Leben lang so gewesen, dass ich diesen komischen Rhythmus irgendwie habe. Wenn ich mich zurückerinnere, es ist heute ein sehr nostalgisches Video. Ja? Wenn ich mich zurückerinnere, so an die Zeit Schule früher, dann war das eigentlich genauso. Da hat man auch viel am PC und auch so schon gehockt. Zwar hatte ich noch eine Kindheit gehabt, wo man sagen konnte, okay, man hängt noch nicht die ganze Zeit am Smartphone, weil ich auch kein Smartphone besessen habe bis 18. Ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr kein Smartphone gehabt. Ich hatte da so ein altes Motorola-Handy, was gerade so Farben aufweisen konnte. Und das Einzige, was man darauf spielen konnte, war so Snake. Ja, und das hatte ich gehabt bis zu meinem 18. Lebensjahr. Also ich habe noch eine schöne Kindheit gehabt, sage ich mal so, mit viel draußen spielen und sowas. Trotzdem war nachher so ab 13, 14, ging bei mir dann so ein bisschen das Zeitalter mit dem PC los. Und ich glaube, so da hatte ich noch den PC von meiner Mutter irgendwann. Ich glaube, mit 15 oder so habe ich dann nachher irgendwann meinen eigenen PC gehabt oder den von meiner Mutter geschenkt bekommen oder irgendwie so. Und da ging es dann so ein bisschen nachher dann schon bergab. Ja, da hat man dann, damals ging es bei mir los mit Metin 2. Das war so das erste Game neben verschiedenen Ego-Shootern, die ich damals begonnen hatte zu spielen in dem Zeitalter. So mit 13, 14 halt. Und da hat man sich dann die eine oder andere Nacht um die Ohren geschlagen und ist dann morgens gut und gerne mal die ersten 2 Stunden in Mathe, hat man dann sehr gerne mal hinten auf der Bank einfach mal 2 Stunden durchgepennt. So. Wir hatten jetzt auch teilweise Lehrer gehabt, die hat das nicht wirklich gejuckt, ne? Ob aus uns was wird oder nicht. So, und dann hat man da auch sehr gerne mal 2 Stunden Mathe einfach mal geskippt, weil der Schlaf dann gefehlt hatte, weil man dann in der Nacht bis um 4 Uhr morgens gezockt hat. Und ich glaube um 5 Uhr, kurz nach 5 hat bei mir immer der Wecker geklingelt. Denn. Also hat auf jeden Fall geknallt, sag ich mal so. Ne? Also von daher, ich war schon immer so eher der Typ, der eher so nachtaktiv ist oder auch erst geworden. Deswegen habe ich da, habe ich da auch sehr wenig Probleme mit, sag ich mal, um diese Uhrzeiten aufzustehen bzw. ins Bett zu gehen. Es hat sich einfach so eingebürgert, es hat sich bei mir manifestiert vielleicht wird es eines Tages nochmal anders. Ich kann auch anders. Ja, ich habe in meinen Urlaubszeiten habe ich festgestellt, dass wenn ich nicht arbeiten muss, dass ich auch sehr gerne mal einen guten Frühschichtrhythmus an den Tag lege. So. Dann mache ich meistens immer eine Nacht durch und den Tag dann auch und gehe dann abends irgendwann so gegen 19, 20 Uhr ins Bett und dann stehe ich irgendwann um 5 Uhr auf oder so. Denn weil ich habe ja den Tag durchgemacht, mir fehlt ein bisschen Schlaf, so dann schlafe ich meistens so 9 Stunden oder so, ne? Ein bisschen mehr als gewöhnlich. Und dann stehe ich um 5 Uhr, 6 Uhr auf. Ja, und dann hat man halt schon den Frühschichtrhythmus drin. Ja, geht einfacher als gedacht. Fällt mir auch nicht schwer, ist auch cool. Also ich kann auf jeden Fall beides so. Ne? Aber was ich schon auf jeden Fall so ein bisschen sagen kann, ist, dass im Vergleich zu früher mir auf jeden Fall so ein bisschen dieses Schichtsystem auf jeden Fall den Biorhythmus durcheinander gewürfelt hat. So, also teilweise kann ich sogar tagsüber besser schlafen als in der Nacht. Aber es kommt halt, wie gesagt, immer auf den Rhythmus an. Und so gesund und empfehlenswert ist das Ganze natürlich auch jetzt nicht, sag ich mal. Ne? Es geht natürlich irgendwo immer, irgendwo, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne? Ja, aber ist natürlich jetzt nicht unbedingt empfehlenswert. Aber wenn man so der Typ halt ist, dann kannst du nichts machen, dann ist das dein Leben lang so verankert auf jeden Fall. Vielleicht geht es dem einen oder anderen da draußen auch so oder so ähnlich, ne, wie mir. Aber das ist auf jeden Fall so das Ding, wie es bei mir so im Leben läuft oder gelaufen ist. Ne? Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Kleines Talk-Video mehr oder weniger heute in Shakes, aber ich hoffe, das ist auch mal in Ordnung. Ne, dafür war das Intro ein bisschen mehr auf jeden Fall als gewöhnlich und ich wünsche euch noch ein schönes Halloween. Ich gehe mal davon aus, dass 90% meiner Zuschauer nicht mehr um die Häuser gehen, großartig, aber falls doch, wünsche ich euch sehr viel Spaß dabei. Ja.
und genießt es, genießt die Zeit. Und das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Alles klar, bis dann, haut rein und bis zum nächsten Mal.